herzlich willkommen. Heute zeige ich euch den offensiven Unterhand-Clear. Normalerweise sind Unterhand-Clears ja eher defensiv und dazu gedacht, den Gegner weit nach hinten zu bringen, um selbst auch wieder Zeit zu haben. Es geht aber auch, wenn man das Ganze etwas flacher anlegt, dass man dann durchaus sehr offensiv das Ganze machen kann. Wie man das macht, taktisch und technisch, das zeige ich euch heute. Sowohl zum Unterhand-Clear generell als auch zur Fingerpower habe ich schon eigene Videos gemacht. Die verlinke ich euch dann hier oben. Beides werden wir heute brauchen für diese fortgeschrittene Variante des Unterhand-Clears. Wann spielt man den Ball? Also desto näher ich am Netz bin, desto mehr spiele ich einen kurzen Ball, weil es für mich einfach einfacher ist, den dann kurz hinter das Netz auch abzulegen. Desto weiter ich vom Netz weg bin, desto schwieriger wird es für mich tatsächlich einen kurzen Ball zu spielen, desto mehr muss ich auch einen hohen Ball spielen, desto besser wird es aber auch vom Winkel, ihn dann flach spielen zu können. Das heißt, wenn ich ihn nicht ganz vom Boden bekomme, ihn tatsächlich noch in einer vernünftigen Höhe kriege, dann kann ich ihn flach spielen und dann eben auch lang und möglichst ins Eck. Ja, fangen wir mit der Rückhandseite an. Erstmal zur Taktik. Warum spiele ich ihn? Wenn ich ihn möglichst flach spiele, also offensiv, dann komme ich am Gegner eher vorbei. Und wenn ich es schaffe, tatsächlich am Gegner vorbeizukommen, dann muss er dem Ball hinterherlaufen, weil er ja schnell und flach ist. Dagegen, desto höher ich ihn spiele, desto mehr Zeit hat er, sich mit dem Körper auch hinter den Ball zu stellen. Wenn er mit dem Körper hinterm Ball steht, kann er richtig viel Power entwickeln, dann ist es für mich schwierig. Das heißt, neben dem, dass ich ihn so flach wie möglich spielen möchte, ist ganz entscheidend, dass ich ihn so nah wie möglich an die Linie bringe. Cross geht theoretisch auch, ist aber sehr, sehr schwer, da am Gegner vorbeizukommen. Deswegen empfehle ich in der Regel, den Ball, wenn man ihn flach spielt, gerade die Linie entlang zu spielen. Da ist es normalerweise so, dass der Gegner eben nicht ganz die Longline-Linie abdeckt. Und wenn man dann schön an ihm vorbeikommt, ist man richtig im Vorteil. Dann zur Technik. Wie schlägt man ihn? Hier auf der Rückhandseite ist ganz wichtig, dass man den Ellbogen schön hoch hat, hier mit einem Rückhandgriff und dann aus der Fingerpower, wenn ich also hier stehe, setze ich ihn an, aus der Fingerpower ziehe ich ihn hier nach vorne. Dadurch, dass mein Ellbogen hoch ist, wenn er unten wäre, würde ich ihn so spielen, würde ich ihn in die Mitte ziehen. Dadurch, dass der Ellbogen hoch ist, kann ich ihn hier schön die Linie entlang gerade schieben, ohne große Durchschwingbewegung, einfach hier so nach vorne. Dann zur Vorhandseite. Taktisch ist es letztendlich das gleiche wie auf der Rückhandseite. Auch die Distanz vom Netz her, wann man den Ball spielt, ist das Identische. Dann zur Technik. Technik ist es bei der Vorhandseite so, hier muss ich mein Handgelenk relativ weit nach hinten klappen, wenn ich den Ball schlagen möchte, weil wenn ich schon hier anfange und dann schwinge, schwinge ich ihn eben wieder in die Mitte und kann ihn nicht gerade die Linie entlang spielen. Das heißt, wenn ich in die Linie entlang spielen möchte, muss ich hier mein Handgelenk etwas lockern, nach hinten fallen lassen und dann mit einem kurzen Schwung, auch ohne zu viel durchzuschwingen, weil sonst die Gefahr, dass ich eben hier ihn nicht gerade nach hinten spiele, zu groß ist. Hier einen kurzen Schwung, gerade nach vorne die Linie entlang. Ich mache es mal in der Bewegung. Und damit möglichst mit einem schnellen Punch aus den Fingern mit Schwung nach hinten ins Eck.